wir wollten Ja, ja, Ding Dong. Wo war Ja, ja, Ding Dong? Willkommen zur Auswertung des ESC 2021 Ranking vom iStuff und der FEM. Das sind unsere Top 10. Schweiz. Warum ist es nur auf Platz 10? Das ist eine äußerst berechtigte Frage. Ich fand das wirklich gut. Ich auch. Also, ich finde das wirklich toll, das Lied. Und ich mag das. Und ich mag auch den Text und ich mag alles. Ich mag das Lied. Sehr schöner Song. Hat mich aber nicht abgeholt. Also für mich wäre es jetzt wahrscheinlich weiter unten gewesen, weil ich es einfach nicht so stark finde als Lied. Und zu ähnlich zu 2019. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass es Platz 10 gemacht hat. Just like Cleopatra, beyond me of lovers, I started fire. Mama, mama, Tahari. Ja, ultra Ohrwurm, ey. Was für ein Ohrwurm. Guter Song. Am Anfang hatten wir da unsere Schwierigkeiten. Ich glaube, als ich das erste Mal ihn gehört hatte, habe ich mir gedacht so, ich weiß ja nicht, vor allem dieses was. Aber dann dieses Mama Matahari, das bleibt einem wirklich im Kopf. Beim Zähneputzen, Mama Matahari. Beim Staubsaugen, Mama Matahari. Also es ist überall. Ich liebe das Lied. Ich liebe Matahari. Mama Matahari. Sorry. Ich finde das so schön. Ich weiß nicht wieso, das ist so ein krasser Ohrwurm. Parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà. Also ich fand andere Lieder halt ein bisschen besser, aber ich mag halt auch die Ausstrahlung von der Künstlerin sehr krass. Also auch das, wie sie dann halt auch den Tempowechsel und diese ganze Dramatik, die da noch so mit reinkommt, finde ich ganz cool. Ah, ich liebe dieses Lied. Ich liebe es. Ich finde es so schlimm. Ich kann es einfach nicht hören, dieses Lied. Ich finde das Lied nicht schön. Das hat nichts, dieses Lied für mich. Sie sagt immer das gleiche Wort. Und außerdem fand ich diese komplette Performance total creepy. Die kam mir total psychopathisch rüber, als würde sie gleich irgendeinen komischen Ausbruch bekommen. Aber die Kamerafahrt war gut. Let's discotheque right at my home. Ain't this okay to dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, alone. I got the moves. Ich mag's nicht. Ich mag's einfach nicht. Ich find's so durchschnittlich. Hier, Litauen feiere ich. Ich freue mich, wenn die Diskotheken wieder aufmachen. Dann versuche ich, zumindest kriege ich das schon hin. Oh yes, Leute, seid bereit. Melly on the dance floor. Nein! Einfach nur nein! Ich mochte das Lied beim ESC schon nicht. Ich mag das Lied immer noch nicht. Ich finde die Performance scheiße. Ich finde das Kostüm scheiße. Ich mag das Lied nicht. Ich mag es nicht. Ich finde einfach diese krasse Power, wenn dann der Chor hinten noch einsetzt und dann einfach so viele Leute, beziehungsweise so viele Frauen dahinter zu sehen sind, die auch alle irgendwie komplett unterschiedlich sind, aber irgendwie alle so hinter derselben Message stehen, finde ich einfach krass. Und so als Frau, auch wenn ich jetzt keine russische Frau bin, habe ich trotzdem das Gefühl, dass dieses Lied mir irgendwie sehr viel Energie und sehr viel Kraft gibt. Und das finde ich richtig cool. Ein Power-Song, eine Powerfrau hat mich direkt überzeugt, fand ich wirklich einen coolen Song. Ich mag den Anfang gar nicht. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr gar nicht. Aber ich mag die Aussage und dann zum Schluss raus. Also das, was man gerade gesehen hat, das mag ich. Без яночка, летайте мобала. Я садочку на клен.
Gutes Lied. Ich habe das Lied tatsächlich letztens nochmal so in einem Ausschnitt einfach so gehört. Und da fand ich es gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, das Lied ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn man es nochmal hört. Guter Song. Und ich glaube, bei dem Song ist es so, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn abgrundtief. Ich glaube, also tatsächlich, mal abgesehen von dem, was ich gewotet habe, meine persönliche Nummer 1. Es steigert sich so schön und ich finde die Kombination aus diesen traditionellen Instrumenten, diese komischen Flöten oder so, und dem Elektro mag ich. Ich mag das Lied. Also ich persönlich finde es gut. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für Leute, die Folkmusik bzw. verschiedene traditionelle Musik nicht ganz so sehr mögen, dass es schnell anstrengend wird, vor allem auch mit den Flöten da drin und sowas. Also das sind Tonlagen, die, glaube ich, für gewisse Ohren einfach nicht gemacht sind oder so. There's nothing in it for you. So if I show some skin, does it mean I'm giving in? Not your baby. Je me cache. Also ich habe auch kein Problem mit dem Lied. Ich fand das Lied eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht genau, warum es so weit vorne gelandet ist, sowohl jetzt auch als im richtigen ESC-Ranking, weil es ist zwar nicht schlecht, aber für mich gab es deutlich bessere. Cooler Song, coole Sängerin, coole Outfits, coole Message auch, muss man sagen. Verdient, dass sie auch so weit oben sind. Die sind ja auch, glaube ich, im richtigen Ranking auch auf Platz 4. Ich glaube, Ukraine ist auch auf Platz 5. Mensch. Abgesehen davon, dass ich den Saxophon-Drop ein bisschen veraltet finde, trotzdem gut, aber nicht perfekt für das Lied. Abgesehen davon 10 von 10 Top-Lied, finde ich hervorragend. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, dass es gewonnen hat, weil ich es im Voraus einfach nicht als so stark eingeschätzt hätte. Also für das, was es ist, relativ durchschnittlich. Also im Contest an sich sticht es natürlich raus, aber als Lied an sich geht so. Ich mag's. Ich finde, es hat verdient gewonnen. Ich bin halt jetzt nicht so der allergrößte Rock-Fan und am Anfang fand ich es total merkwürdig, italienischen Rock zu hören. Das klang einfach komplett falsch in meinen Ohren. Deswegen fand ich das Lied am Anfang total schrecklich. Aber ich finde es okay jetzt. Muttersprache. Check. Coole Performance. Check. Halbnackte Menschen. Check. Glitzer. Check. Also bei mir sind die schon weiter. Put your middle fingers up, take a shot, show it up and don't stop. I'm living down life from the dark side. Linkin Park. Jo, so viel zu meiner Aussage. Ich mag keinen Rock. Ich finde das Lied absolut geil. Ich finde, das macht richtig gute Laune. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Festivalstimmung oder so verbreitet. So, weil immer im Hintergrund so dieses Echo-mäßige Ding kommt, als würden gerade alle mitsingen. Und das finde ich vielleicht einfach mega cool. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde das Lied absolut genial und ich finde es toll, dass es so weit vorne gelandet ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass es im richtigen Ranking auch weiter vorne gelandet wäre, weil ich habe es total gefeiert. Finnland ist tatsächlich was, also beim ersten Mal hören war das für mich noch besser, als es jetzt ist. Also tatsächlich anders als, glaube ich, die letzten paar Lieder hat es das bei mir nicht so unbedingt in die Playlist geschafft. Auch wenn ich tatsächlich, dass es auch teilweise die Art von Musik ist, die ich höre, einfach weil ich finde, dass mir da noch irgendwas gefehlt hat. So, da hat irgendwas Bestimmtes, da gab es noch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Uppoint oder ich habe keine Ahnung von Musik, ne? Aber irgendwo der Hook oder irgendwas, was mich halt noch gehuckt hat und irgendwie eine Stelle, wo ich sage, boah, die Stelle finde ich richtig geil, die will ich wieder hören, die hat es für mich jetzt nicht unbedingt gehabt. And I'm still not sure what you ever saw in me. No, I'm a fallen angel. No matter what. Ja, also für mich geht das Lied halt sehr stark in Richtung Ballade. Ich habe keine Ahnung, ob es technisch gesehen eine Ballade ist oder nicht. Aber es ist halt eher so die Art von Lied, die kann man mal hören irgendwie
so zwischendurch, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt spezifisch raussuche, um es dann nochmal zu hören. Cooler Typ, cooles Lied, typischer Scandi-Rock, irgendwie Scandi-Pop eigentlich eher. Mag ich. Performance fand ich okay. Ich habe mich beim ersten Mal hören von dem Lied extrem ablenken lassen von der Performance, glaube ich. Weil ich die Performance leider so dermaßen cheesy finde und auch, also es ist irgendwie, es versucht eine ESC-Performance zu sein, aber es schafft es nicht ganz. Also es ist zu langweilig für eine ESC-Performance und zu cheesy für eine normale Performance und irgendwie passt da bei dem Bühnenbild und sowas irgendwie für mich vieles nicht so, wie es hätte sein können. Und es hat mich krass davon abgelenkt, dass ich das Lied echt stark finde. Out of the embers, you and I gonna light up the room. Out of the embers, there's a fire burning for you. Es ist einfach ein gutes Lied und es macht gute Laune und ich verstehe wirklich nicht, warum die weder von den Jurys noch vom Publikum irgendwelche Punkte gekriegt haben. Also das ist für mich total Versagen auf ganzer Linie, menschlich. Ich mag's nicht. Also ich finde, es hätte mehr als 0 Punkte verdient, aber ich mag's nicht. Meiner Meinung nach unverdiente 0 Punkte ist ein bisschen traurig, weil, also so schlecht ist das Lied jetzt nicht. Ist jetzt nicht eins meiner persönlichen Favoriten. So ist eher sowas, was man halt vielleicht mal in der Autofahrt hören kann, im Radio. Aber ich fand nicht, dass es 0 Punkte verdient hat. Auch wenn es jetzt nicht bei mir ganz oben in der Liste ist, aber so gar keine Punkte finde ich halt auch irgendwie ein bisschen. Also da gab es wirklich Lieder, die fand ich wesentlich, sag ich jetzt mal, nicht so gut wie das Lied. Die wesentlich mehr Punkte bekommen haben. Deswegen, ja. Just once in life, so go ahead and sing it out. Can you hear a million voices calling out in the rain? Ja, Schweden. Cooler Song, ist mir aber nicht so hängen geblieben, muss ich sagen. Es haut jetzt nicht krass rein beim ersten Mal hören, aber es macht schon Spaß, wenn man es öfter hört. Ich glaube, das Lied war tatsächlich in meiner persönlichen Top 10. Auch wenn ich jetzt, sag ich mal, glaube ich, weniger vom Lied ein Fan bin als vom Künstler. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich so eine Art Künstler-Ranking wäre oder so, was so von auch so nach Sympathie gehen würde, wäre er wahrscheinlich so auf jeden Fall in den Top 3. Weil ich den Typ einfach so sympathisch finde. Ich habe den auf der Bühne gesehen und dachte mir, oh Gott. Und der Gewinner ist... How does it Yes! Woohoo! every day out of find some new way? The time we spent together simply feels good. Ich lieb's. Island. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns Top 1 geworden sind. Und ich habe letztes Jahr schon ganz Zeit Leute mit ihrem Song therapiert, also jetzt nicht 10 Years, sondern Think About Things. Und ich freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch, Island, von uns an euch. Ich kann verstehen, warum er gewonnen hat. Ich fand die Crew tatsächlich letztes Jahr schon gut. Ich mag auch das Lied, das ist auch in meiner Autofahr-Playlist drin. Ja, ich mag das Lied. Ich mag die Crew. Ich finde es lustig, dass die so super strange sind und dass der ganze Auftritt so super strange ist. Ja, ich mochte es. Ich hätte es jetzt nicht als Gewinnerlied tituliert, aber ich mag's. Das ist auch so ein lustiges, weirdes Strange, was ich echt gern mag. Ich find's schwach. Ich mag das Lied irgendwie nicht so. Also ich glaube, wir können uns eigentlich alle relativ einig sein, dass Island mit dem Lied, mit dem sie letztes Jahr angetreten wären, war ja die gleiche Band, wahrscheinlich mindestens in die Top 3 gekommen wären, wenn nicht gewonnen hätten, weil das Lied einfach unfassbar stark war und eine krasse Fangemeinde auch aufgebaut hat. Und ich glaube, es ist auch hauptsächlich dieser Fangemeinde zu verdanken, dass sie so weit oben sind im Ranking dieses Jahr. Weil ich finde das Lied einfach nicht stark. Also ich muss persönlich sagen, ich fand das letzte Lied vom letzten Jahr ein bisschen besser. Trotzdem ist es so, dass es eher ein ähnlicher Stil hat und ich finde den Stil an sich auch sehr cool. Also vor allem auch der Tanzstil, wie sie quasi auf der Bühne auftreten, die Performance an sich, die Outfits und einfach dieses
die haben halt so eine gewisse Atmosphäre an sich, wo ich dann sage, okay, auch wenn ich das Lied jetzt nicht so stark fand wie letztes Lied, finde ich trotzdem, dass sie halt irgendwie einen Sieg irgendwie verdient haben in gewissen Punkten. Ne? Einfach weil es halt vom Gesamtpaket auch, also irgendwie ein bisschen stimmig war. Ich weiß, es hat irgendwie halt gepasst so. Und es ist halt, wenn ich das Lied halt höre oder wenn ich die Gruppe sehe, dann bin ich glücklich. Und ich mag es, wenn ich glücklich bin. Das war unsere iStuff und Femme Top 10 der Eurovision Songs 2021. Und ihr könnt gerne eure eigene Top 10 bei uns in den Kommentaren hinterlassen. Könnt euch gerne noch andere Videos angucken. Abonnieren könnt ihr auch gerne. Dauert wahrscheinlich wieder ein Jahr, bis der neueste Eurovision Song Contest kommt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall bis dahin.